Clearance delivery, Cessna 51905 Echo, good day. Okay, I believe we had a couple calling clearance here, 51905 Echo. Cessna 51905 Echo on the ground at Arlington, runway 34, ready to go in 7 minutes, request clearance. 51905 Echo, roger. Clearance on request. I've got one other in front of you, but Arlington waiting for departure, and we're waiting on arrival to Grand Prairie before either of you can go. I can tell you this 95 Echo, I'll give you the clearance, and I'll call you back with release and initial headings and altitudes, but you're going to be cleared to Waco via the Joe Pool 2, Waco transition. You can expect 4,010 minutes after departure. The departure frequency will be 135.907 and the squawk 5102. Hold for release. Cessna 905 Echo cleared to Waco, Joe Pool 2 departure, Waco transition, Waco 5,000 feet in 10 minutes, departure frequency 135.907 and squawk 5102. 95 Echo, the altitude was 4,000 and hold for release, and I'll call you back as soon as we can let you go. Altitude 4,000 and holding for release. Flight instruments. Says 300. Vor dem Start wird das Flugzeug noch einmal überprüft und die Radios werden eingestellt. Okay. Trim. Mixtures okay. 1,700. Magnetos, right, both, left, both, carburetor heat, instruments, oil pressure, oil temperature, fuel, amperes. Das Wetter ist wirklich solides IFR. Jetzt geht's los. Brakes release. Und so sieht unsere Clearance aus. Joe Pool 2 Waco Transition. Auf dieser Darstellung schlecht zu erkennen, darum hier die Low En-Route IFR-Karte. Das erste Teilstück führt von Arlington mit Radarführung zur Intersection Nelling. Aber zunächst sind wir einmal im Steigflug. Bisschen rechtes Pedal und jetzt kannst du die Lüftung zumachen. Heading 300. Und diese Kursanweisung hatten wir vor dem Start bei der Startfreigabe von Clearance Delivery bekommen. Sie führt uns praktisch geradeaus. Sobald wir den Platzbereich verlassen, nehmen wir mit dem Fluglotsen Kontakt auf. Regional departure Cessna 51905 Echo through 900 for 2,000, heading 300. 51905 Echo departure, radar contact, regional altimeter 3016. 3016, 905 Echo. Und schon sind wir im System und können uns beruhigt zurücklehnen. Von jetzt ab werden wir geführt und brauchen nur geradeaus zu fliegen. Jede erforderliche Kurs- oder Höhenänderung wird uns angesagt. Und schon bekommen wir die Freigabe für eine größere Höhe. 95 Echo, climb maintain 3000. 905 Echo, climb and maintain 3000. 25 Charlie, connect beach from tower 18.3. Juliet, change advisor frequency per. Wie man hört, sind wir trotz des miserablen Wetters nicht alleine in der Luft. Tango 2 Tango Juliet, change advisor frequency approved. Good day, sir. Halten wir einmal das Bild still. Wir steigen gerade durch 1500 Fuß mit einer Steigrate von 500 Fuß pro Minute. Dabei halten wir 75 Knoten, die Geschwindigkeit für bestes Steigen. Ansonsten brauchen wir nur auf unseren Kurs von 300 Grad zu achten.
2 Mike, 2 Mike November. Hier in den Wolken ist es ganz schön turbulent. Gerald, unser Kameramann, hat gut zu tun, die Instrumente im Blickfeld zu halten. Und so geht es weiter nach oben. Die Sonne ist trotz der dicken Wolkendecke hier oben bereits sehr hell und so benutzen wir die Sonnenblenden. Da kommt die erste Anweisung zur Kursänderung. 195 Echo, turn left heading 230. Left heading 230, 95 Echo. Gibt's kein Heading-Bug? Ah ja, okay. Wenn es im Kurskreisel keine einstellbare Marke für den neuen Kurs gibt, stellen wir einfach ein nicht in Betrieb befindliches VOR-Anzeigegerät auf den vorgeschriebenen Kurs. So brauchen wir uns nichts zu merken. Wie wertvoll diese Art des einstellbaren Merkers ist, sehen wir etwas später, als wir 20 Grad vom Joy-Kurs abgewichen sind. Was? 230, ne? Richtig, und du fliegst Okay, 2,5. ja. Immer gut, wenn man Okay, the last one I had was an hour old. Alright, that works. Well, I actually don't show nothing, so. I'll check your P7 2 Mike November. I don't show no weather on it. Just, as the altimeter, I tell it, I think it was 3015. The, rest is not there, so. Alright, yeah, the one we took off, the ASOS is reporting broken or being under maintenance. Wir haben beinahe unsere Reiseflughöhe erreicht, da bekommen wir eine neue Kursanweisung. Skyhawk 95 Echo, turn left heading 190. Left heading 190, 95 Echo. Und wieder wird der neue Kurs auf unserem VOR-Merker eingestellt, damit wir ihn nicht vergessen. And aircraft monitoring KR 99 Tango Juliet, let regional approach, now we're on the ground, Cleburne cancellation. Die vor uns in Arlington gestartete King Air ist bereits in Cleburne gelandet. Ein schnelles Flugzeug ist eben etwas Schönes. Bei uns geht es halt etwas langsamer zur Sache, aber das ist zum Lernen ja nicht besonders nachteilig. Allerdings ziehen sich manchmal die Minuten schon sehr lang hin. Man muss aber immer aufpassen, sonst laufen Kurshöhe und Geschwindigkeit weg und dann hat man plötzlich alle Hände voll zu tun, um das Flugzeug wieder einzufangen. Wohl aus solcher Erfahrung wurde der Spruch geboren: IFR-Fliegen bedeutet stundenlang gähnende Langeweile, unterbrochen durch Sekunden panischen Entsetzens. Erst Höhe und Fahrt. Dann erst Gas geben. Also gib Vollgas. Bring dich auf die Höhe und auf die Fahrt. Also runter. Und Fahrt aufnehmen. Und wieder eine neue Anweisung, wir dürfen weiter steigen. 95 Echo, climb between 4000. 95 Echo, 4000. Ich glaube, so ist sogar angenehmer, gell? Ja, da man fast eine Sonnenbrille aufsetzen. Skyhawk 2 Mike, go 2 Mike November, turn left heading 170. Left 100, 2 Mike November. 170, 170. 170 for 2 Mike November. Thank you, Skyhawk 95 Echo, you can see direct Waco now. Proceed direct Waco. 95 Echo, direct Waco. Okay, also. Diese Anweisung bedeutet natürlich eine willkommene Abkürzung und Vereinfachung des Fluges. Wir müssen die zwischen uns und Waco befindlichen Intersections Nerlin und Wesley nicht mehr identifizieren und anfliegen. Anstelle eines Zickzackkurses können wir nun direkt zum VOR Waco fliegen. Anhand der Streckenkarte und des augenblicklichen Standortes schätzen wir den Kurs dorthin erst einmal grob ab und bringen unser Flugzeug in die entsprechende Richtung. Dann erst bedienen wir die entsprechenden Radios und korrigieren gegebenenfalls unseren Schätzwert. Am einfachsten ist natürlich, auf dem GPS die Direct-to-Funktion zu benutzen. Zusätzlich das VOR zu nutzen, gibt natürlich doppelte Sicherheit. Was hat denn ACT für eine Frequenz?
115,3. Richtig. 95 Echo traffic 2 o'clock in the mile east bound 5000. 95 Echo in the clouds, no contact. Verkehrsinformationen werden immer gegeben. Der Lotse kann ja nicht wissen, ob wir immer noch in den Wolken sind. Okay, und jetzt haben wir Zeit. Was brauchen wir denn als nächstes für eine Frequenz? Ich denke Waco Approach, ne? Waco Approach Control 135,2. Wobei wir brauchen als nächstes das Wetter, ne? Von dort. Information 017510 automated weather observation. Wind 340 at Niner, visibility 10, ceiling 600 overcast, temperature 12, dew point 10, altimeter 3014. Remark ceiling varying between 500 and 800. Wir sind jetzt noch 53 Meilen von Waco VOR entfernt. Durch den Gegenwind ist unsere Geschwindigkeit über Grund auf 81 Knoten gesunken. Damit benötigen wir bis zum VOR 41 Minuten Flugzeit. Dabei ist weiter nichts zu tun, als stur geradeaus zu fliegen. Nach einer Weile dürfen wir anfangen zu sinken und werden dann aufgefordert, den Approach Controller von Waco zu rufen. Skyhawk 95 Echo Connect Waco approach 135.2. Skyhawk 95 Echo Waco Approach 135.2. 42 Mike November, turn left heading 110. Left 1. Und jetzt sagst du Waco Approach, Cessna Schlag mich tot, with you at 4000. Waco Approach, Cessna 5195 Echo with you at 4000. Cessna 5195 Echo Waco approach altimeter 3013. Expect vector VOR DME runway 32. Final approach course. Advise when you have information. Zulu. Cessna 905 Echo, VOR DME 32 approach course and 3012 with information Zulu. Cessna 905 Echo, roger. Im Moment sind wir in einem Sinkflug mit etwa 500 Fuß pro Minute, um auf 2500 Fuß herunter zu sinken. Da haben wir genügend Zeit, noch einmal in die Anflugkarte zu schauen. In dieser Ansicht ist natürlich kaum etwas zu erkennen, darum die Ausschnittvergrößerung. Hier sehen wir die Fixes Wesley und Coffee in 15,7 und 5,7 Meilen Entfernung zum Flughafen. Wir befinden uns noch vor Wesley, denn das DME zeigt 17 Meilen Entfernung an. Die Sinkrate ist ein bisschen zu hoch, deswegen müssen wir noch Gas nachschieben. Hey, Waco approach, Eagle Flight 265, 7,500, discretion down to 6. Eagle Flight 265, Waco approach, roger, altimeter is 3013, descend, pilot's discretion, maintain 4,000. Stabilisieren. Discretion down Eben to 4,000, stabilisieren. Eagle 265. Du siehst es. Cessna 95 Echo, 7 miles from Crust, turn right heading 160, maintain at or above 2,500 till established on the localizer cleared ILS runway 19 approach, circle runway 32, maintain a maximum forward speed until coffee. Cessna 95 Echo, turn right heading 160, maximum speed until coffee and maintain 2500 until established. Cessna 95 Echo, read back correct. Das war eine ziemlich lange Clearance. Interessanterweise hat der Lotse unsere Position mit 7 Meilen vor Cross angegeben. Cross ist aber nicht auf der Anflugkarte von Waco eingezeichnet, wie man hier sieht. Also schauen wir auf die Streckenkarte. Hier können wir sehen, wo wir uns exakt befinden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist also noch eindeutig nach der Streckenkarte zu fliegen und nicht nach der Anflugkarte. Da wir jetzt die Freigabe für den ILS-Anflug haben, ist es an der Zeit, die Anflugkarte zu studieren. Wir sollen in 2500 Fuß bleiben, bis wir auf dem Localizer sind und bis Coffee möglichst schnell fliegen. Wir haben der Bitte des Lotsen nicht entsprochen und unsere Geschwindigkeit beibehalten, statt sie zu erhöhen. Damit kommen wir einem anderen anfliegenden Flugzeug zu nahe. Aber schließlich ist dies ein Schulflug, auch noch bei üblem Wetter,
dann wäre eine andere Geschwindigkeit zu kompliziert. Cessna 95 Echo, correction, maintain slowest practical speed until coffee. You'll be number 2 to the airport following a SOP 340 on the VOR DME runway 32 approach. Cessna 905 Echo, maintaining speed. Slowing down. Slowing down. Cessna 95 Echo, roger, thanks. So, und jetzt wollen wir höchstens 80 fliegen. Eben hatten wir auf 100 getrimmt. Also 2 Schläge rückwärts. Und schau mal, dass du jetzt die Höhe halten kannst. Jetzt muss ich drücken. Ja gut, dann trimm halt nach. Merk dir wie viel. Einen hatte ich jetzt. Und du musst auf ungefähr 1 Grad plus mit dem... 160 war das, ne? Ja. Du musst auf ungefähr 1 Grad Pitch up gehen. Flight 265, flight heading 15. Läuft dann Eagle Low. Flight 265, flight heading 150 Vector for the VOR DME runway 32 Leise approach. rein, ne? Richtig. Eagle 265. Also geh schon mal auf den Kurs in Richtung 180. Der läuft ja ziemlich schnell, das ist ja kein VOR. Am VOR-Anzeigegerät sieht man, dass wir uns dem Localizer nähern. Der Glide Slope liegt zurzeit noch deutlich über uns. Aus diesem Grund muss auch die Höhe eingehalten werden. Erst wenn die Nadel des Glide Slope unter die Mitte wandert, dürfen wir weiter sinken. Wenn er nicht reinläuft, einfach 10 Grad nach links, also 170. Und da siehst du, wie er reinläuft und wie schnell er reinläuft. Wir könnten also davon ausgehen, wenn der Zeiger in der Mitte ist und du fliegst 180, dann können wir den Kurs beinahe bis zum Schluss halten. Nimm mal 100 Umdrehungen zurück, dann hört das Steigen auf. ...920 ist die Minimum Für Circling. für Circling. Jupp. Das Einzige, was noch kommen kann, ist, dass er uns sagt, Contact Tower. Tower haben wir. Cessna 2102 Papa, contact Fort Worth Center 135.37, have a good flight. So, leg noch 50 Umdrehungen drauf, Good day, sir. damit du nicht unter die 2,5 kommst. Und Heading 180. Das sieht doch gut aus. Das könntest du dir dann noch einstellen. Nicht sinken. Nicht sinken. 1 Grad Pitch up. Wollen wir hier nicht 90? Achso, das 90 machen wir dann, das wollte er nicht, ne? Er will langsame Geschwindigkeit, also fliegen wir 80. Okay. 1 Grad Pitch up und die Sache stimmt. Heading, rechts verbessern. Jo. Silver 95 Echo, resume normal speed, contact tower 119.3. Normal speed and 119.3, 905 Echo. Okay.
Contact tower. Out of 2400. Waco tower. Waco Tower, Cessna 905 Echo, established localizer 19er out of 2200. Cessna 5195 Echo, wind 350 at 8, report the airport in sight. Cessna 905 Echo will report the airport in sight. Du hast zu wenig Power. Du sinkst unter den Gleitslauf. Oh. Gut. Den Kurs auf 180 zurück. Und geradeaus. Gut, nicht so hektisch. Wir haben alle Zeit dieser Welt. Automarker inbound. Cessna 905 Echo, Automarker inbound. Er hat ja gesagt, Airport inside. 95 Echo, roger. So. Und jetzt einfach stur den Kurs halten. Wenn wir eben 180 geflogen sind, kann man ganz langsam rein. Und wie du siehst, kommt er auch ganz langsam rein. Also nichts ändern am Kurs. Und die Sinkrate entsprechend unserer Geschwindigkeit. Wir haben einen Ground Speed von 100, da müssen wir mit 500 Fuß sinken. Bei 90 mit 450 Fuß. Also 1600 für 900. $1500 für 900. Jetzt machen wir das Landelicht an. $1400 für 900. $1300 für 900. $1200 für 900. Wenn du bei 900 den Airport noch nicht siehst, dann sagst du, we want a straight-in landing. Okay. 1100 für 900. $1000 für 900. 95 Echo, 905 Echo has airport in sight. wind 350 at 10. Runway 32 clear to land. Runway 32 clear to land, hat er gesagt. Runway 32. Also, Runway 32 ist Gegenkurs. nicht steigen, sondern Ja, auf 900 okay. bleiben. Okay, die Vergaservorwärmung lassen wir an. Jupp. Cessna 905 Echo, clear to land 32. Das ist die dann in der umgekehrten Richtung, 1, ne? 2, richtig. Nimm 10 Grad Platz. Einfach jetzt beim Fliegen, aber nicht steigen. Nase drücken. Bisschen weg von der Runway, dass du mit einem U-Turn dann schön reinkommst. Man sieht, das Wetter spielt gerade ausreichend mit. Man kann den Flugplatz sehen. Viel niedriger hätten die Wolken aber nicht sein dürfen. $20 Grad Klappen. Und Gas zurück, Nase runter. Noch mit 70, 75. Wind 350 at 12.
Cessna 95 Echo. 95 Echo, right. Wunderschön. Problemlos, wie das macht. Runway 1 is available if you want. Cessna 95 Echo will take runway 1. Cessna 95 Echo, runway 1 clear to land. 95 Echo clear to land, runway 1. Machen wir ein bisschen Seitenwind von links. Das war's. Waco Tower, Eagle Flight 265, 10 miles out for the VOR runway 32. Wunderbar. Eagle Flight 265, Waco Tower, wind 350 at 10, runway 32, clear to land. Clear to land, Eagle Flight 265. Cessna 95 Echo, turn right taxiway Charlie, taxi to park, consider destination. Cessna 95 Echo, right on Charlie to parking. Wir wollen zum General Aviation. And Cessna 95 Echo would like to go to General Aviation. Cessna 95 Echo, rise arrow, there'll be a left turn on Delta. Cessna 95 Echo, left turn on Delta. Da hinten, wo das Texaco-Schild ist, da müssen wir hin. So, jetzt werden wir irgendwann nochmal das Flugzeug aufräumen, das haben wir. Wir sind runter von der Runway, du kannst jetzt stehen bleiben, wenn ja, du hier drüber bist. Ding, ne? Und kannst den Schuppen aufräumen. Gut gemacht. Das war schon Minimums. Das war zu Minimums. Okay, also Time. Nice. Moment. Richtig. 12 plus 6, 18. 1836. Nice. Lights. Ja. Navlights kannst du auch ausmachen. Und Transponder ist aus. Okay. Was war Left Turn on Delta, ne?